versteht man unter der Akasha-Chronik? Und kann ich mit meinen Helki-Wahrnehmungen die Akasha-Chronik bestätigen? Ist es vielleicht genau das Gleiche? Willkommen zu den Helki-Reisen. Dein Leben aus einer anderen Perspektive. Spirituelle Wahrnehmungen durch die Zeiten. Ich gebe schon mal vorab die Antwort, Spoiler-Alarm, die Antwort, ob meine Helki-Wahrnehmungen und die Akasha-Chronik genau das Gleiche sind, lautet nee. Okay, aber fangen wir erstmal an mit der Akasha-Chronik. Was genau ist die Akasha-Chronik? Wenn man natürlich durch Internet surft, sich die verschiedenen Seiten anschaut von den verschiedenen Anbietern oder sich viele Videos anguckt, dann erkennt man, dass der Name Akasha-Chronik zwar eine gemeinsame Basis haben, so eine rote Linie durch diese ganzen Erklärungen haben. Es kommt aus dem Sanskrit und bedeutet, also der Name Akasha-Chronik, und es bedeutet Raum und Zeit. Und all diese Erklärungen haben durchaus eine gemeinsame Basis, aber dann je nachdem, wenn man zuhört, gibt es natürlich unterschiedliche individuelle Auswüchse und Interpretationen und manche legen sogar auch eigene Sachen und Gedanken mit dabei. Manche kombinieren sogar die Akasha-Chronik mit Begriffen aus der Physik, mit der Quantenfeldtheorie und andere Sachen, um es natürlich ein bisschen interessanter erscheinen zu lassen. Ich habe Physik studiert und wenn ich die eine oder andere Sache lese, dann kräuseln sich bei mir schon mal die Haare. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich erzähle kurz hier die gemeinsame Basis, was die Akasha-Chronik bedeutet. Es ist im Grunde genommen die Theorie, die dahinter steckt, dass es ein universelles Bewusstsein gibt und alles, was wir erleben, denken, fühlen, automatisch in diesem Bewusstsein, in diesem universellen Bewusstsein gespeichert wird, wie auf eine gigantische Festplatte oder man kann sich vorstellen, wie in eine riesige Bibliothek, wo natürlich immer in Form von Büchern das ganze Wissen, die ganze Gefühle, alles, was passiert um uns herum, dort entsprechend festgeschrieben wird. Und darin sind natürlich nicht nur deine Geschehnisse, was du im Leben machst oder Gefühle gespeichert, sondern auch alles, was in der Vergangenheit gewesen ist, sprich auch von deinen früheren Leben. Und dort könnte man natürlich, bieten manche an, dass man dort auch liest, wie deine früheren Leben waren. Und es gibt auch eine Theorie über die Zukunft, dass es unterschiedliche Zukunftszweige gibt von deinem Leben, die mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten belegt sind, wenn man so will, also Wahrscheinlichkeitspfade. Je nachdem, was du jetzt in deinem Leben machst, wie du dich veränderst, welche Entscheidungen du triffst, dann nimmst du entsprechend wahrscheinlicher den einen oder anderen Weg. Und in der Akasha-Chronik soll also nicht nur die Vergangenheit drin geschrieben sein, sondern auch die Zukunft, beziehungsweise all diese Wahrscheinlichkeitspfade. Und man nennt das ja entsprechend Chronik, weil es eben von deiner Vergangenheit alles niedergeschrieben ist und es gibt Menschen, die können in deine Akasha-Chronik lesen. Das heißt, sie können da hineingehen in diese riesige Bibliothek, suchen dein Buch heraus über dein vergangenes Leben und können darin zum Beispiel schauen, wer warst du früher, was hast du gemacht in deinem früheren Leben und haben auch die Möglichkeiten, diese Wahrscheinlichkeitspfade deine Zukunft zu lesen. Und wie man da hineinkommt in dieser Akasha-Raum oder wie man diese Akasha-Chronik öffnet, nennt sich das auch, da gibt es ebenfalls
eine riesengroße Variation und jeder empfiehlt etwas anderes. Bei den manchen muss man bestimmte Gebete machen, bei den manchen muss man trommeln oder bestimmte Musikstücke haben. Bei anderen wiederum gibt es bestimmte traditionelle Methoden oder traditionelle Sachen, die man tun muss, um diese Akasha-Chronik zu öffnen. Es gibt ja ganze Seminare darüber, wie man das macht und man sagt, früher hatten nur wenige Menschen die Möglichkeit, das zu tun und heute kann das jeder tun. Soweit die allgemeinen Theorien, die gemeinsame Basis aller Berichte über die Akasha-Chronik. Und das ist also nicht meine Meinung, sondern das, was ich darüber gelesen habe. Ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Sachen aus deinem Leben zu lesen. Und die Frage ist, ich nenne das Helki-Reisen, ist das, was ich wahrnehme, genau identisch mit der Akasha-Chronik und nenne die einfach nur anders? Kann ich bestätigen, dass es eine Akasha-Chronik gebe mit meinen eigenen Wahrnehmungen? Ich gehe mal jetzt auf einen ganz konkreten Beispiel, vielleicht auch zwei Beispiele, müssen wir schauen. Ein Klient war hier und ich habe Folgendes gesehen. Ich habe gesehen, sein Leben aus der Vergangenheit. Er war ein römischer Tribun, der eingesetzt wurde entsprechend an der Ostküste von Spanien, sprich im Mittelmeerraum, und der patrouillierte da entsprechend diese Küste entlang. Ich sah, wie er an einem Lagerfeuer war mit seiner Einheit. Ich sah, wie er fast schon angehimmelt wurde, wie er respektiert wurde von den Kollegen, von den Leuten entsprechend in seiner Einheit, und der hat einen sehr guten Namen. Ich konnte seinen Stolz darüber spüren und ich konnte auch sehen, wie die anderen über ihn gedacht haben. Ich konnte das entsprechend sehen in deren Gesichter und auch fühlen. Die saßen an diesem Feuer rum und dann wurden die plötzlich angegriffen und ich sah, wie die entsprechend gekämpft haben. Einige aus seiner Einheit sind ja gestorben natürlich, und ich sah auch, wie er ich sage zu oft natürlich, ich sah also, wie er sein Schwert entsprechend in einen Gegner hineinrammte. Bis jetzt könnte man sagen, okay, das ist eine Akasha-Chronik-Lesung. Das heißt also, ich habe in der Akasha-Chronik des Klienten gelesen. Es ist einfach, wie der Name Chronik schon sagt, eine chronologische Folge von Ereignissen, die irgendwann mal passiert sind. Also, bis zu diesem Zeitpunkt könnte man sagen, meine Helki-Wahrnehmungen sind genau wie die Akasha-Chronik. Aber dann passiert viel mehr als das. Ich konnte Kontakt zu diesem Tribun aufnehmen. Er hat mich wahrgenommen. Ich konnte ihn fragen, zum Beispiel, wie er heißt, was er dort macht, wie er sich fühlt. Und er hat mir geantwortet. Das bedeutet, wir verlassen jetzt diesen Begriff Akasha-Chronik. Das ist ein statischer Begriff, wie man jetzt praktisch wirklich eine chronologische Reihenfolge von Ereignissen einfach nachliest, sondern wir bewegen uns jetzt in den Bereich der Interaktion mit diesem Tribun, der dort gelebt hat. Es ist bidirektional, das heißt, er hat mich wahrgenommen und ich konnte mit ihm sprechen. Man muss ja so verstehen, wie ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Wahrnehmungen nicht einfach irgendwann passiert sind, sondern in der anderen Dimension gibt es den Begriff Zeit nicht. Wir sind hier alle mit dem Begriff Zeit aufgewachsen. Alles, was wir tun, in wahnsinnig vielen Wörtern ist der Begriff Zeit enthalten. Bald, Termin, Vergangenheit, gewesen, all diese ganzen Sachen, wir sind umgeben praktisch von Zeit. Wir leben in Zeit und mit der Zeit, und wir können uns sehr schwer vorstellen, dass in anderen Dimensionen gar keine Zeit gibt. Das bedeutet, das, was jetzt passiert und das, was früher passiert und das, was in der Zukunft passiert, existiert
gleichzeitig, wobei auch das Wort hier gleichzeitig wiederum falsch ist, es enthält wieder den Begriff Zeit, ne, sondern es ist alles zur gleichen Zeit, es koexistiert alles, deswegen konnte ich auch mit ihm Kontakt aufnehmen. Es ist für uns ein bisschen unverständlich, denn Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, haben Einfluss auf unser heutiges Leben und deswegen, wenn alles zur gleichen Zeit passiert, wie können die Folgen dann sein? Es sind viele Sachen, die noch nicht ganz begriffen sind, auf jeden Fall noch nicht geklärt sind, aber Fakt ist, ich konnte mit dieser Person tatsächlich Kontakt aufnehmen und Fragen stellen, die nicht chronologisch irgendwo aufgeschrieben werden können, denn er hat mich ja auch wahrgenommen. Und diese Erfahrung habe ich auch mit anderen gemacht. Ich werde später eine neue Videoreihe machen, einen neuen Videobereich machen mit dem Namen Erfahrungsbericht, und dort werde ich einige Erfahrungen sagen, die ich ja gemacht habe mit den Klienten. Unter anderem wird auch diese Erfahrung sein, und ich kann wirklich jetzt auch mit anderen interagieren, Fragen stellen, die nicht chronologisch irgendwo festgehalten werden können. Auch mit der Figur in der Zukunft. Ich konnte da nicht unterschiedliche Pfade sehen, Wahrscheinlichkeitspfade, sondern ich sah bei verschiedenen Klienten, wie dieser, ich sage immer nur der Klient, auch wenn es eine Frau ist oder ein Mann, in der Zukunft etwas tat oder irgendwo sich aufgehalten hat. Und ich konnte mit dieser Person reden, ich konnte es ja fragen, ich konnte seine Gefühle wahrnehmen. Und es gab auch in der Zukunft eine Interaktion. Also es ist ja nicht etwas, was passieren wird, sondern was jetzt stattfindet. Ich benutze immer wieder diese Begriffe jetzt, Zukunft und so weiter, obwohl es im Grunde genommen die ja falsch sind. Ja? Es ist eine Zeit, die nach dem Jetzt passiert, ja, aber ich konnte ja sehen, dass mein Klient entsprechend älter ist, andere Haare hatte, weiße Haare zum Beispiel, oder älter aussah, und ich konnte ja mit ihm interagieren, und das ist ja wahnsinnig faszinierend, und ich sehe da aus dem Grund nicht unbedingt allzu große Parallelen zu der Akasha-Chronik-Konzept, ja, sondern es ist schon etwas anders, was ich hier wahrnehme. Und aus dem Grund bleibe ich bei meinem Begriff Heilki-Reisen und gehe nicht in den Akasha-Bereich rein. Es mag natürlich sein, dass viele der anderen Menschen, die auch solche Wahrnehmungen haben, ähnliche Wahrnehmungen haben wie ich, nur um eine gemeinsame Basis zu haben, um miteinander zu sprechen, dann sagen die entsprechend, ich war in der Akasha-Chronik oder ich lese in der Akasha-Chronik, obwohl es möglicherweise ähnliche Erfahrungen sind wie ich. Ich weiß es nicht. Ja? Ich sehe aber nicht allzu große Ähnlichkeiten, bis auf einen gewissen kleinen Bereich zu einer Akasha-Chronik, und nenne weiterhin diese Wahrnehmungen, die ich habe, eine Heilki-Reise, die ich mit dem Klienten unternehme. In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auch wenn das jetzt wieder Begriffe sind der Zeitlichkeit. Ich benutze ja zeitige Begriffe oder den Begriff Zeit, damit auch der Klient versteht, was ich meine. Aber im Grunde genommen gibt es ja nicht, sondern es sind alle, wieder ein falsches Wort, gleichzeitig. Es passieren zur gleichen Zeit. Schau in meine Videoreihe Spirituelle Wahrnehmungen, Erfahrungsberichte nach. Da erzähle ich Stück für Stück, was ich mit den verschiedenen Klienten erfahren habe. Bis demnächst.